Ja, damit gehen wir wieder zurück. Nochmal zurück, nochmal zurück. Und jetzt würde ich mich nochmal mit euch mit dem Zündmodus ein bisschen genauer beschäftigen. Kleiner Profi-Tipp am Rande, wenn ihr sehr viel auf der Tastatur, auf dem Touchscreen rumdrücken müsst. Man kann das natürlich mit den Fingern machen, aber es geht übrigens auch super mit der Antennenspitze. Da sind auch nicht meine dicken Wurstfinger so viel im Bild. So, das eine, was ich euch jetzt gerne noch zeigen würde, ist, wie man entsprechend Namen, Texte hinterlegt. Ich bin jetzt wieder in den manuellen Zündmodus gegangen. Ich habe allerdings noch nicht scharf geschaltet, sondern ich wähle mir jetzt hier einen Zündkanal aus, zum Beispiel die 45. Gehe jetzt hier auf Text editieren und jetzt kann ich hier zum Beispiel reinschreiben, das ist ein bisschen schwierig über Kopf, muss das kurz mal drehen. So, und kann jetzt hier reinschreiben Bengaltopf Rot zum Beispiel. Ich gehe zurück. Jetzt heißt dieser Zündbefehl 45 Bengaltopf Rot. Ich muss mir also keine Listen etc. machen, sondern ich kann mir das direkt ins Gerät eintippen, was ich auf welchem Zündbefehl hinterlegt habe, jeweils welche Effekte da losgehen sollen. Ich gehe nochmal kurz zurück und ich habe jetzt hier auch noch eine zweite Zeile. Momentan beschreibe ich die obere Zeile. Jetzt könnte ich die untere Zeile beschreiben. Ihr könnt jetzt hier, was ich zum Beispiel noch rechts reinschreiben. Mann, kopfüber ist es schwierig. So, jetzt heißt der Effekt also Bengaltopf Rot rechts. Ich kann auch eine einzelnen Buchstaben löschen. Das wäre hierüber. Wichtig ist, die richtige Zeile auswählen. Oder ich habe auch die Möglichkeit, eine komplette Zeile zu löschen, indem ich hier dieses X verwende. Also jetzt löschen wir das einfach nochmal komplett. Ist das Ganze draußen. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt, der noch ganz interessant ist, ihr seht, hier haben wir so ein Fenster. Da steht SF für Störfunk. Und ihr seht hier, wenn ihr genau hinguckt, eine Linie, die gerade immer länger wird. Sehr langsam zwar, aber sie wird länger. Diese Linie zeigt mir, wie viel Störfunk gerade auf der Frequenz ist. Momentan gar nichts. Die Linie ist sehr flach. Und jetzt werde ich mal einfach Folgendes machen. Ich habe hier einen zweiten Sender. Und mit diesem zweiten Sender, führt den mal ruhig mit ab. Dieser zweite Sender, der ist jetzt auch höchstwahrscheinlich auf derselben Frequenz eingestellt. Kodierung ist jetzt schon mal völlig egal. Und jetzt gehe ich hier einfach mal, ich nehme auch wieder einen manuellen Zündmodus, weil den kennt ihr schon. Gehe einfach mal in den Zündmodus und schalte hier scharf. Und jetzt hat sich was verändert. Wenn ihr hier rüber schaut, dann seht ihr, dass jetzt auf einmal ein sehr hoher Ausschlag anfängt hier mitzulaufen. Das liegt daran, weil er jetzt registriert, oh Backe, auf meiner Frequenz, da ist gerade richtig was los. Das liegt daran, in dem Moment, wo ein Gerät im Zündmodus ist, tut es permanent senden. Ne? Das ist übrigens auch mit einer der Gründe, warum die Empfänger, wenn der Sender im Zündmodus ist, nicht mehr antworten. Das heißt, jetzt ist aus dem bidirektionalen System ein unidirektionales System geworden. Ja, im Zündmodus ist einfach der Sender derjenige, der anschafft, der wichtigste. Ihr kennt das selber, wenn man in einem lauten Raum ist mit vielen Leuten, dann ist es schwer, eine einzelne Person zu verstehen und deswegen halten sozusagen alle den Mund, außer dem Sender. Wenn ich jetzt ein zweites Gerät habe auf derselben Frequenz, dann sieht man hier also eindeutig einen ziemlich dicken Ausschlag. Ich kann hier zum Beispiel mal die Antenne entsprechend abnehmen. Und die habe ich übrigens da auch abgenommen. Jetzt sollte es vielleicht ein bisschen weniger werden. Ja. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter weg mit dem zweiten Empfänger. Und jetzt seht ihr hier schon, kann ich das ganz gut produzieren, dass wir hier entsprechend weniger Ausschlag haben. Wenn ich jetzt hier bei diesem Sender wieder das Ganze verlasse, den Zündmodus, dann wird schlagartig weniger und jetzt ist die Frequenz wieder frei. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr irgendwo in einem Theater, in einem Fernsehstudio etc. seid, wo vielleicht viele andere Gewerke sind, die auch senden, dass ihr sicherheitshalber mal euch im Vorfeld in den Zündmodus geht, aber nicht scharf schaltet,
sondern einfach im manuellen Zündmodus euch dieses Diagramm anschaut und dann feststellt über einen Zeitraum von ein paar Minuten, sind hier irgendwelche Störfrequenzen wahrnehmbar. Falls Störfunk da ist, dann solltet ihr entsprechend gucken, dass ihr vielleicht die Frequenz noch ändert. Wie das funktioniert, habe ich ja in diesem Video schon erklärt. Ja, wenn alles cool ist, dann könnt ihr auf jeden Fall scharf schalten und mit dem Scharfschalten, da könnt ihr dann, machen wir jetzt weiter. So. Zwei Sachen würde ich euch jetzt gerne hier noch zeigen. Zum einen die sogenannten Reservezündungen. Wie vorhin schon erwähnt, ihr habt beim Galaxus-System insgesamt 999 bzw. 1000 Zündkanäle. Und die letzten dieser 999, also die Nummer 990 bis 999, die sind hier hinterlegt in so einem Reservemenü, was ich eben so lange auf dem Bildschirm habe, wie ich diese Taste gedrückt habe. Lasse ich es los, geht es weg, halte ich es wieder fest, geht es wieder hin. Ich habe hier die Möglichkeit, mir eine entsprechende Reserve zu wählen und die dann in die Show sozusagen mit reinzuzünden. Das heißt, als Beispiel, wenn ihr irgendwie bestimmte Sachen machen wollt, zum Beispiel bei der G-Flame nimmt man es sehr häufig her, um einfach einen Testkanal auf 999 zu programmieren, dass man einfach alle Flammen mal kurz anmachen kann. Sowas könnte man zum Beispiel ganz gut mit der 999 machen. Noch mehr Sinn macht sie dann später im automatischen Zündmodus, aber dazu kommen wir noch. Weiterer ganz interessanter Punkt sind die Gefahrenzonen. Ich kann jedem Empfänger sagen, auch jeder G-Flame, in welcher Gefahrenzone das jeweilige Gerät steht. Wenn das in einer entsprechenden Gefahrenzone ist, dann kann ich diese Gefahrenzone in der laufenden Show einzeln abschalten und zuschalten. Ich drücke auch hier mal drauf. Jetzt seht ihr also hier die Gefahrenzonen A bis P. Also ich kann zum Beispiel sagen, Gefahrenzone B deaktivieren. Alle Geräte, die an waren und die in der Gefahrenzone B einprogrammiert sind, die werden ab jetzt Zündbefehle nicht mehr ausführen, die ausgesendet werden, solange bis ich die Gefahrenzone B wieder aktiviere. Ein Beispiel, ihr habt eine große Bühne und an der Bühnenvorderkante, da sind die Musiker und manchmal laufen euch die zu weit nach vorne. Dann möchtet ihr die Effekte an der Bühnenvorderkante oder vielleicht auch nur in der Mitte der Bühnenvorderkante zwischendurch mal rausnehmen, könnt dann aber trotzdem noch hinter den Musikern den Wasserfall zünden, aber die Effekte vorne, die bleiben halt aus, solange bis die Musiker wieder weit genug weg sind, dann kann man das Ganze wieder anmachen. Das wäre also eine Anwendungsmöglichkeit für Gefahrenzonen. Gut, und damit haben wir jetzt eigentlich auch schon den manuellen Zündmodus erklärt. Es gibt hier noch eine Geschichte, nämlich Funkprogrammieren. Dazu werde ich aber ein andermal kommen, wenn wir die entsprechenden Geräte behandeln, wo das Ganze Sinn macht. Gut, wir verlassen den manuellen Zündmodus. Jetzt würde ich mich erstmal mit euch ein paar Sachen anschauen, die ein bisschen einfacher sind. Und zwar auf der zweiten Seite nochmal ein paar Sachen. Zum einen hier akustische Signale. Das sind ganz einfach diese Piepstöne, die ihr hin und wieder hört. Die kann ich ausmachen und dann sind die Piepstöne weg, was manchmal am Theater oder sowas gar nicht schlecht ist oder wenn ich in der Nähe von einem Mikrofon bin. Jetzt für den Moment lasse ich sie aber dran, weil ich sie ja von der Haptik und sowas einfach ganz gut finde, wenn die Haptik sozusagen nochmal akustisch unterstützt wird, dass man weiß, ich habe jetzt auch getroffen, es ist was passiert. Des Weiteren Display-Kontrast. Wir arbeiten hier mit einem Flüssigkristall-Display und das ist dementsprechend temperaturabhängig. Wenn ich also das Ding zum Beispiel in der prallen Sonne stehen habe, dann kann es sein, dass der Bildschirm so gut wie schwarz ist. Dann muss ich hier den Kontrast entsprechend nach unten regeln. Sollte ich das Ding mal irgendwie im tiefsten Winter auspacken, wo es eisekalt ist, dann muss ich den Kontrast eventuell ein bisschen hochregeln, damit ich auch was sehe. Es kann auch durchaus sein, dass ich das Ding anschalte und es war so heiß, dass der ganze Bildschirm einfach nur noch schwarz ist. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gucke so ein bisschen seitlich aufs Display drauf, dann sieht man es meistens noch, oder ich kenne mich so gut aus im Menü, dass ich das Ganze blind finde, damit ich den Kontrast runterregeln kann. Ansonsten Gerät im schlimmsten Fall mal kurz für 5 Minuten in den Kühlschrank stellen. Danach sollte man das Display wieder entsprechend nachregeln können. In der Regel funktioniert es aber eigentlich sehr gut. So, ein weiterer Punkt wäre die Displaybeleuchtung. Momentan kann also jetzt hier quasi zwischen 100% bis 4% das Ganze entsprechend, ich weiß nicht, ob man das sieht im Video, dunkler und heller machen.
Jetzt fürs Video haben wir einfach die Displaybeleuchtung mal auf volle Kanne gedreht, einfach weil es dann am schönsten zu sehen ist für die Kamera. Führt natürlich auch dazu, dass die Betriebszeit entsprechend sinkt. Steht auch hier unten nochmal als Hinweis. Insofern, wenn ihr jetzt nicht am Ladestrom hängt, so wie wir jetzt gerade, und mehrere Stunden lang irgendwie mit dem Ding spielen wollt, macht es vielleicht Sinn, sich die Displaybeleuchtung entsprechend runterzudrehen, speziell nachts, sonst blendet es auch irgendwann. Ja, dann haben wir hier die Akkuwerte. Da geht es jetzt um die Werte von diesem Gerät und momentan kann er seine Akkuwerte nicht bestimmen, weil ich am Ladestrom hänge. Ich werde das jetzt abstecken, gehe nochmal zurück, gehe nochmal auf Akkuwerte und jetzt sehe ich hier also, der Akku ist entsprechend zu 99% geladen. Die Akkuleistung ist jetzt bei 75%, also sprich der Akku hier in diesem Gerät ist nicht mehr so ganz brandneu, aber ich meine, man sieht es hier auch schon an der Oberfläche. Die Geräte sind bei uns nicht nur im Regal und sind hier nicht im Museum, sondern die werden wirklich tagtäglich benutzt. Dementsprechend sehen die mit der Zeit natürlich ein bisschen aus, aber das zeigt ja letztendlich auch die Qualität, dass sie trotz des harten täglichen Einsatzes immer noch super funktionieren. Gut. Der letzte Punkt, Fernabschalten, der könnte noch ganz interessant sein. Den sollte man eigentlich ans Ende von so einer Lektion legen. Trotzdem zeige ich es jetzt gleich, wenn wir hier schon sind. Ich kann Geräten per Funk sagen, schalte dich ab. Dazu wähle ich mir hier wieder eine Gerätenummer und dann drücke ich hier diese zwei Tasten zusammen und dann wird sich das Gerät abschalten. Die Alternative wäre, ich kann hier auch nochmal fernabschalten und danach Hashtag 1+ aktivieren. Das würde bedeuten, nachdem er das Gerät 1 abgeschaltet hat, sagt er mir hier Gerät 2 abschalten, dann Gerät 3, Gerät 4 und so weiter. Das heißt, ich muss hier einfach nur mehrfach draufdrücken. Und inzwischen gibt es auch nochmal eine neue Softwareversion, die ich jetzt hier noch nicht installiert habe. Da gibt es dann die Möglichkeit Wildcard abschalten. Das heißt, ich sage einfach, jedes Gerät, was mich hört, schaltet sich jetzt ab, ohne Rückmeldung. Jetzt wollen wir das mal machen. Das kann ich deaktivieren. Ich habe momentan eh nur einen Empfänger an. Ich stelle euch den Empfänger nochmal daneben, damit ihr hier auch das Display vom Empfänger sehen könnt. Ich drücke hier auf Fernabschalten. Jetzt sagt er hier kurz Sende Daten. Hier Status, ich habe mich abgeschaltet, sichert sich und ist jetzt aus. Fernanschalten gibt es übrigens auch über den sogenannten Sleep Mode, aber dazu kommen wir später nochmal in einem separaten Video. Ja, das war also der Menüpunkt. Fernabschalten. Sollte man Geräte haben, die keinen Sleep Mode haben, die man also nicht wieder anschalten kann, wäre ich sehr vorsichtig mit diesem Button, insbesondere dann, wenn ich nicht drankomme an die Empfänger. Also als Beispiel, wenn ich einen Empfänger irgendwo beim Rockkonzert oben auf der Traverse habe und ich habe keine Möglichkeit, zumindest nicht ohne Regger oder Traverse runterfahren, da jetzt wieder schnell dran zu kommen, dann sollte ich mir sehr genau überlegen, ob ich das mache oder ob ich von diesem Menüpunkt nicht lieber die Finger lasse, nicht, dass ich aus Versehen das falsche Gerät abgeschaltet habe. Letzter Punkt, der auf dieser Seite vom Menü noch interessant sein könnte, sind die Zündeinstellungen. Da gibt es zum einen die Funktion automatisch erhöhen. Ihr erinnert euch vielleicht vorhin im manuellen Zündmodus, da hatten wir hier bei den Pfeiltasten dieses Sternchen, was gezeigt hat, dass automatisch erhöhen aktiviert ist. Das heißt, nachdem ich zum Beispiel die 2 gezündet habe, wird automatisch die 3 hinterlegt, dann die 4, die 5 und so weiter. Also er springt sozusagen immer einen Zündbefehl nach oben. Eine weitere Geschichte, die es hier noch gibt, ist die interne Feuertaste. Das ist diese Taste hier. Die kann ich also aktivieren oder deaktivieren. Und es gibt auch eine externe Feuertaste, die ich ebenfalls aktivieren kann. Diese externe Feuertaste, die haben wir vorhin im Hardware-Video schon erklärt. Ich hole mal kurz was. Ich habe jetzt hier einen externen Zündtaster, den ich hier ans Gerät seitlich anschließe. Und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, nicht nur intern, sondern auch extern zu zünden. Ich zeige das mal kurz. Wir gehen einfach hier im Hauptmenü wieder in unseren altbekannten manuellen Zündmodus, wählen uns einen Q aus, zum Beispiel jetzt hier den Zündkanal 2. Ich schalte scharf. Die Zündtaste hier ist aktiviert, das heißt, ich kann sie drücken. Man sieht ganz gut, jetzt wird hier automatisch erhöht, weil ja da wieder das Sternchen ist. Ich habe aber jetzt auch die Möglichkeit, hier über diesen externen Zündtaster exakt das gleiche zu machen. So, ich verlasse den Zündmodus. Ich gehe wieder auf die zweite Seite vom Hauptmenü zu den Zündeinstellungen. Jetzt tue ich mal aus Spaß die interne Feuertaste deaktivieren.
Ich kann auch mal automatische Höhen deaktivieren und ich aktiviere jetzt mal noch den Totmann-Taster. Wir gehen zurück, Hauptmenü, Seite 1, manueller Zündmodus. So, was hat sich verändert? Ich habe hier auf jeden Fall kein Sternchen mehr, weil ich habe ja automatische Höhenfolien abgeschaltet. Wenn ich jetzt in den Zündmodus reingehe, leuchtet hier die Zündtaste nicht. Ich kann sie auch nicht drücken, weil ich habe sie ja deaktiviert. Ich kann jetzt nur noch über die externe Feuertaste das Ganze machen. Und auch das funktioniert momentan noch nicht. Warum? Weil jetzt hier neu aufgeploppt ist Totmann. Und man sieht auch, diese Multifunktionstaste hat jetzt erst angefangen zu leuchten. Vorher war die nicht belegt. Das heißt, ich muss jetzt diese Taste drücken und kann jetzt erst eine Zündung auslösen. Das passiert jetzt auch. Aber weil ich ja automatische Höhen ausgemacht habe, springt er nicht mehr nach oben. Das heißt, das wäre jetzt hier zum Beispiel so eine typische Anwendung. Ich habe jemand, der kennt von einer Band irgendwie die Cues. Ich als Pyrotechniker kenne die nicht. Dann kann ich demjenigen sagen, so bitteschön, damit darfst du jetzt deine Cues zünden. Aber ich bin nach wie vor derjenige, der die Kontrolle hat. Ich bleibe da drauf und sage, die Sicherheitsabstände passt und gebe das Ganze frei. Das heißt, ich habe jetzt hier aufgeteilt, der eine macht Timing, der andere macht Sicherheit. Das wäre so eine ganz schöne Anwendung für die externe Feuertaste. So, ich gehe da wieder raus. Gehe wieder auf die zweite Seite vom Hauptmenü, Zündeinstellungen, automatische Höhen mache ich wieder an, Totmann mache ich wieder aus, externe Feuertaste mache ich aus, interne mache ich an. Ich kann das Ganze hier auch entsprechend abstecken. So, und jetzt gehen wir wieder in den Zündmodus. Ich würde euch gerne noch mal zwei Fehler zeigen, die man machen kann. Zum einen bleibe ich jetzt mal hier auf der 0 und versuche zu zünden. Dann kommt ein weil auf der 0 kann man nichts zünden. Es gibt zwar hier laut Beschriftung 1000 Zündkanäle, sind aber eigentlich nur 999, weil die 000, also sprich, das ist definitiv kein Zündbefehl, den ich aussenden kann. 0 gibt es also nicht. Ich muss immer erst einen wählen. Eine weitere Fehlermeldung, die ich jetzt gerne nochmal provozieren möchte. Ich gehe mal raus, schalte jetzt schon in den Zündmodus und aktiviere das Ganze. Und jetzt sagt er mir, ey, du hast bereits den Zündmodus eingeschaltet, das ist gefährlich, mach den aus. Und jetzt erst habe ich die Möglichkeit, den Zündmodus wieder zu aktivieren. Nächste Fehlermeldung, die ich gerne mal provozieren würde. Ich drücke den Zündtaster, in dem Fall jetzt hier noch bevor ich im Zündmodus bin. Und jetzt sagt er mir, deine interne Zündtaste ist momentan aktiv, deine externe Zündtaste ist inaktiv und beide Kontakte sind gerade momentan offen. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, wird eine davon geschlossen, in dem Fall die interne. Das heißt, ich kann also hier auch sozusagen, habe ich so mal so eine Sicherheitswarnung, wenn ich jetzt irgendwie da drauf bin oder eine Zündtaster kurz geschlossen ist oder ähnliches und ich jetzt in den Zündmodus gehen würde. Gut, das noch so als zwei kleine Fehlermeldungen. Okay, damit haben wir jetzt die komplette zweite Seite vom Menü eigentlich schon gemacht. Wir haben vorhin die Zündanstellung gerade eben gemacht. Ihr habt ganz am Anfang dieses Video Funkkanal Verwaltung, Anlagenverwaltung, Anlagencode senden schon gemacht. Und die haben wir alle gerade eben gemacht. Damit ist die zweite Seite vom Menü auf jeden Fall schon mal abgeschlossen. Und somit bleiben mir jetzt eigentlich nur noch hier diese drei übrig, nämlich den automatischen Zündmodus, den Timecode-Zündmodus und die DMX-Zündung. Jetzt gucken wir uns die zwei nochmal an und los geht's mal mit dem automatischen Zündmodus. Wenn ich da drauf tippe, dann komme ich hier erstmal in ein Untermenü. Da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann ich ein automatisches Zündprogramm, was ich am PC geschrieben habe, entweder über USB-Kabel oder über RS232-Kabel. Das sind die, die hier an der Seite sind, USB, RS232, in das Gerät übertragen. Wie das funktioniert, das werde ich dann später mal zeigen, wenn wir ein Video zum Composer machen.
Des Weiteren habe ich auch die Möglichkeit, mir Skripte aus früherer Zeit abzuspeichern und die dann später mal wieder abzurufen. Da gehe ich jetzt mal drauf. Und das passt ganz gut, weil wir haben hier nämlich noch 3 Skripte von alten Shows von uns entsprechend gespeichert. Zum Beispiel hier ein Skript, das hieß Adelmannsfelden, das war ein Feuerwerk vom 5.5.2019. Oder hier Tüsslingen oder hier Erding, also Feuerwerke, die wir irgendwann mal hatten, oder eine Feuershow. Das sind also hier alles 4 Skripte, die auf 4 Speicherplätzen hinterlegt sind. In dem Fall sind nur 3 belegt, einer ist noch frei. Und ich habe hier das aktuelle Skript. Jetzt kann ich mir hier einen Speicherplatz auswählen, zum Beispiel den leeren, und kann das aktuelle Skript, Pfeiltaste in diese Richtung, übertragen. Das mache ich jetzt mal. Jetzt wird dieses Skript auf den freien Speicherplatz rüber gespeichert. Dauert einen Moment. So, jetzt ist dieser Speicherplatz belegt. Mit also einem Skript, in dem Fall jetzt hier unser Silvesterfeuerwerk aus Erding von 2019-2020. Ja, das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung. Ich kann also, nehmen wir an, ich habe zum Beispiel irgendwie an einem Abend gleich 2 Feuerwerke, eins um 10 Uhr abends, eins um 11 Uhr abends. Ich mache die mit demselben Sender an 2 verschiedenen Orten. Ich tue also nach dem Feuerwerk sofort den Sender ins Auto schmeißen, fahre zur nächsten Show, wo die Kollegen schon aufgebaut haben, und will dann da die zweite Show schießen. Dann würde ich jetzt hier einfach mir die Show auswählen, dieses Mal die Pfeiltaste in die andere Richtung drücken, und jetzt wird hier entsprechend das Zündprogramm aus dem Skriptspeicher wieder übertragen. Ja, ein Skript ist also, wie gesagt, habe ich in der allgemeinen Einführung für die Anlage schon erklärt, letzten Endes eine Abfolge von Zündbefehlen mit entsprechendem Delay-Timings dazwischen, die halt dann verwendet wird, um zum Beispiel auf Musik zu schießen. Ja, das war also jetzt hier der Skriptspeicher, und die Übertragung haben wir vorhin auch schon erklärt. Ich kann natürlich auch ein Automatikprogramm löschen. Wenn ich das mache, führt das dazu übrigens, dass ich auch alle Texte, die ich geschrieben habe im manuellen Zündmodus, habe ich vorhin gezeigt, wie zum Beispiel Bengaltopf Rot, automatisch wieder komplett rauslösche. Ebenso werden alle Delays rausgelöscht. Alles könnte ich jetzt hier machen, indem ich auf Ja drücke. Da fragt er mich nochmal, wollen Sie es wirklich machen? In dem Fall lassen wir es jetzt mal sein, denn wir werden dieses Automatikskript gleich noch brauchen. Ich kann es zum einen hier dann wirklich auch zünden, oder ich kann es hier nochmal verändern, beziehungsweise auch ein neues erstellen. Ach, eigentlich können wir das mal machen. Ich lösche doch mal das alte Skript. Wollen Sie es löschen? Ja. Jetzt seht ihr also hier, das alte Skript, was da noch drin ist, wird rausgelöscht. Dauert wieder einen Moment. So, und jetzt kann ich ein neues Skript schreiben. Skript editieren. Wie gesagt, normalerweise macht man sowas mit dem Composer, also mit der Composer-Software am PC. Da geht es wesentlich komfortabler. Aber ich habe auch die Möglichkeit, kleine, einfache Skripte hier direkt im PC, bzw. im Composer, Quatsch, jetzt bin ich durcheinander, im PFC, so heißt das Ding, zu schreiben. So, momentan bin ich bei der Verzögerung zwischen Zündkanal 1, den ich manuell auslöse, und Zündkanal 2. Da kann ich jetzt hier entsprechende Zeit reinschreiben, zum Beispiel 10 Sekunden. Speichern. Jetzt liegt die Verzögerung zwischen Zündkanal 1 und 2 bei 10 Sekunden. Ich gehe einen nach oben, jetzt bin ich bei der Verzögerung zwischen 2 und 3. Da sage ich jetzt mal, ich möchte 3 Sekunden Verzögerung haben. Speichern. Zwischen 3 und 4 möchte ich 5 Sekunden haben. Speichern. Und zwischen 4 und 5 möchte ich mal 0,3 Sekunden haben. Speichern. 0,3 Sekunden, das ist übrigens auch der geringste Abstand, der möglich ist zwischen 2 Zündungen, weil es einfach so lange dauert, ein Zündsignal sozusagen sauber zu übertragen, und dann erst kann man das nächste Zündsignal aussenden. Wenn ich kürzere Verzögerungen als 0,3 Sekunden brauche, dann kann ich allerdings mit Step-Intervallen arbeiten. Das ist übrigens eine Softwareoption, die man dazu kaufen muss für die jeweiligen Empfänger. Ihr erinnert euch, ich habe vorhin schon beim Empfänger, wie ich fernprogrammiert habe, einmal diesen Stepper auf der 200 gemacht, wo ich mit einer Zehntelsekunde verzögert habe. Das passiert also hier innerhalb des Geräts. Es wird nicht alle Zehntelsekunde ein neuer Zündbefehl ausgesendet vom Sender an die Empfänger.
Das geht nicht, sondern es geht nur alle 0,3 Sekunden. Das ist wie gesagt der geringste Wert. Habe ich jetzt hier mal gemacht mit 0,3 Sekunden. Ich zeige euch mal auch, dass das nicht geht, indem ich jetzt hier mal nur 0,2 Sekunden mache. Drücke auf Speichern. Jetzt sagt er mir, ist nicht, kannst du nicht machen. 0,3 ist das Mindeste, was du brauchst. Und dann funktioniert es. Was man übrigens auch machen kann, ist die sogenannte F-Funktion. Das heißt, man sagt, das Automatikprogramm läuft bis hierhin und ab jetzt möchte ich es wieder manuell freigeben. Also zum Beispiel, indem ich nochmal die Feuertaste drücke. Das ist am Anfang jetzt quasi bei allen, die jetzt hier noch kommen, automatisch hinterlegt, bis hoch zur 1000. Ich kann jetzt auch hier mal irgendeine andere Zahl, also zum Beispiel zwischen 3 und 4, tue ich jetzt statt den 5 Sekunden Delay wieder F machen, speichern. Das heißt, jetzt müsste ich dann, nachdem die ersten 3 Zündungen erfolgt sind, um die 4. Zündung auszulösen, wieder eine entsprechende Freigabe geben. Okay, soweit zur Programmierung eines automatischen Zündprogramms. Jetzt sind wir wieder in diesem Untermenü vom automatischen Zündmodus. Ich gehe jetzt wirklich auf automatisches Zünden. Er fragt mich, mit welchem Zündbefehl möchtest du denn starten? In dem Fall machen wir das mit der 1. So, und jetzt kann ich ein Automatikprogramm ablaufen lassen. Ich schalte das Ganze scharf und ihr seht, eine Sache hat sich verändert. Ich habe jetzt hier keine dauerhaft leuchtende Zündtaste mehr, sondern ich habe jetzt eine Feuertaste, die blinkt. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann ist die erste Zündung sofort ausgelöst worden und hier läuft jetzt die Zeit runter. Ich habe vorhin 10 Sekunden einprogrammiert, bis die zweite Zündung ausgelöst wird. Das ist jetzt passiert und jetzt läuft wieder die 3 Sekunden runter, bis die dritte Zündung ausgelöst wird. Für die 4. Zündung hatte ich wieder eine manuelle Freigabe einprogrammiert. Die habe ich jetzt gemacht und dann kamen die letzten beiden Zündungen noch sozusagen auf die Schnelle hinterher. So, das war also jetzt ein ganz einfaches Zündprogramm, was ich mal auf die Schnelle selber geschrieben habe. Ich verlasse das Ganze wieder und um euch die nächsten Sachen zu zeigen, gehe ich nochmal auf den Skriptspeicher und nehme mir ein etwas längeres Skript und tue dieses lange Skript entsprechend wieder in den Composer einladen. Quatschen hier in den Composer, in den PFC. Weil mit so einem etwas längeren, komplizierteren Skript kann ich jetzt einfach ein paar Sachen schöner zeigen, als ich euch das mit meinem kurzen, selbstgeschriebenen machen kann. So, das Skript ist drin. Ein ganz interessanter Punkt übrigens, ihr erinnert euch, das Skript, was ich da gerade eingelesen habe, das hieß ja hier Adelmannsfelden. Und ich gehe nochmal ins Hauptmenü. Wenn ihr in den manuellen Zündmodus geht, dann seht ihr auf dem Zündkanal 0 auch hier Skript Adelmannsfelden. Also ihr seht, welches Automatikskript hinterlegt ist. So, wir waren aber gerade beim automatischen. Wenn ich nochmal auf Editieren gehe, dann sehe ich jetzt hier schon so entsprechende Zahlen hinterlegt. Und zwar ein bisschen kompliziertere Zahlen auch. Ja, so kompliziert sind sie jetzt nicht. Ja, da werden sie wieder ein bisschen komplizierter. Das sind also jetzt Sachen, die da also in diesem automatischen Skript drin waren. Da möchte ich jetzt auch gar nichts verändern. Weiter zum automatischen Zünden. Wir starten mit der 1 und jetzt schalten wir wieder scharf und lassen unser Automatikskript einfach mal laufen. Also ich starte die Show, die läuft jetzt glaube ich so 5 Minuten durch. Ja, jetzt habe ich hier noch ein paar Möglichkeiten, was ich machen kann. Zum einen gibt es hier die Möglichkeit zu unterdrücken. Wenn ich diese Taste drücke, dann läuft hier das Timing komplett weiter. Aber Zündbefehle, die jetzt, solange ich diese Taste gedrückt werde, ausgesendet werden, die werden eben nicht ausgesendet, sondern die werden unterdrückt und erst wenn ich loslasse, ab da geht es wieder weiter. Es ist übrigens auch nicht so, dass die Zündbefehle, die in der Zwischenzeit waren, dann nachträglich gemacht werden, sondern die sind einfach jetzt verloren, die werden auch nicht mehr nachgeholt. Des Weiteren seht ihr hier Gefahrenzonen. Gefahrenzonen habe ich vorhin schon erklärt. Wenn ich die beiden zusammendrücke, komme ich wieder in die Gefahrenzonen und kann jetzt zum Beispiel die Gefahrenzone B deaktivieren oder eben auch wieder Gefahrenzone B aktivieren. Das Programm läuft ganz normal weiter. Des Weiteren habe ich hier die Möglichkeit, das Programm zu pausieren. Ich drücke die Taste, der Timer hat angehalten.
Später wird es irgendwann nochmal ein eigenes Video geben zum Audioempfänger von Galax. Das ist der Empfänger, der Musik ausgeben kann oder Timecode-Signale, die dann synchron zur Feuerwerksshow an die Tonanlage bzw. an andere Gewerke übermittelt werden, das Timecode-Signal. Auch diese Signale wären jetzt gestoppt und wenn ich hier das Ganze wieder aktiviere, dann würde jetzt die Musik auch weiterlaufen. Das ist übrigens eine Funktion, die ich auch sehr gerne verwende, wenn ich bei einem Feuerwerk eine Zugabe eingebaut habe. Das heißt, ich habe zum Beispiel am Anfang 8 Minuten Musik, dann programmiere ich, wenn ich das Soundfile schneide, irgendwie mir 10 Sekunden Pause rein und habe danach nochmal 2 Minuten Finale. Ich lasse das Feuerwerk normal durchlaufen und wenn ich dann an diesem Zeitpunkt bin, wo die Pause kommt in der Musik, dann stoppe ich das Ganze hier kurz, lasse die Leute applaudieren, warte, bis sie komplett fertig applaudiert haben, bis sie denken, jetzt ist vorbei und dann erst im Nachhinein tue ich ihnen sozusagen nochmal das Finale hinterher schießen. Ist so ein schöner Überraschungseffekt oder man kann damit warten, bis der Rauch weggegangen ist etc. So, des Weiteren gibt es hier noch wieder die Reservetasten, auch das, was ich vorhin schon erklärt habe. Ich kann jetzt hier in der laufenden Show, die trotzdem weiterläuft, eine Reserve manuell rein anwählen und kann die dann entsprechend auslösen, dass die hier der Reihe nach gezündet wird. Also als Beispiel, ich habe eine Show, die läuft auf Musik und in der Show, da spielen aber auch Tänzer mit und die haben Speere mit Funkeneffekten oben dran. Und ich möchte wirklich nur, wenn die ihre Speere im richtigen Moment auch nach oben halten, möchte ich das Ganze zünden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob irgendein Tänzer mal das Timing verkackt hat, ob ich das nach hinten legen muss. Dann wäre es also eine gute Idee, solche Effekte wie die Speere nicht in eine automatische Show, die nach Musik abläuft, reinzulegen, sondern das entsprechend dann manuell mit reinzumachen. Des Weiteren seht ihr hier hinter Reserve auch noch plus minus 0,1 stehen. Und das ist noch eine ganz schöne Funktion. Wenn ich das jetzt drücke, dann seht ihr hier momentan plus minus 0 und hier seht ihr minus 0,1 und plus 0,1. Ich kann hier die Ausgabe der Zündbefehle um Zehntelsekunden entweder nach vorne oder nach hinten verlegen. Nehmen wir zum Beispiel an, ich habe eine automatische Show und ich stelle fest, während das Feuerwerk läuft, oh Mist, der Tontechniker hat mir da eine Delay-Weiche draufgelegt, um den Sound nochmal zu verbessern. Also sprich, die Musik spielt es mir alles ein bisschen zu spät ab. Sprich, es kommt erst die Kugelbombe und dann eine halbe Sekunde später kommt der Paukenschlag vom Ton. Dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, einfach mit diesen Plus-Minus-Tasten so weit das Ganze anzugleichen, bis wieder sozusagen Bild und Ton synchron sind. Ja, das war jetzt im Großen und Ganzen erstmal alles zum automatischen Zündmodus. Und als nächstes würde ich euch noch was zeigen zum Thema DMX-Zündmodus. Beim DMX-Zündmodus habe ich 3 verschiedene Arten, wie das Ganze funktioniert. Bevor es aber losgeht, kurz noch eine allgemeine Geschichte. Wie man sieht, ich habe jetzt hier ein DMX-Pult mir dazugeholt. Ich gehe aus dem Pult raus in den Sender rein und ich würde auf jeden Fall immer empfehlen, macht da einen Endwiderstand dran. Ist ja letztendlich nach DMX-Standard auch so vorgeschrieben und macht meiner Meinung nach wirklich Sinn, schon allein aus Haftungsgründen, dass das Ganze halt wirklich ein komplett sauberes Signal gibt. Aber an sich kommt ja auf jeden Fall ganz gut auch mit DMX-Signalen von verschiedenen Pulten in verschiedener Qualität klar. So, es gibt wie gesagt 3 verschiedene Arten vom DMX-Zündmodus und eigentlich sollte ich jetzt nochmal eine Geschichte machen, die ich für den DMX-Zündmodus immer empfehlen würde. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal ganz kurz einmal raus. Ich möchte nämlich hier jetzt auf jeden Fall, wenn ich im DMX-Zündmodus arbeite, bei den Zündanstellungen noch meinen Totmann-Taster aktiviert haben. So, wir waren auf der Seite 1 vom Hauptmenü beim DMX-Zündmodus und wir fangen mal an mit der einfachsten Möglichkeit, die Einzelkanalsteuerung. Bei der Einzelkanalsteuerung ist es so, dass ich letztendlich eine Flash-Taste von meinem DMX-Pult sozusagen als externe Zündtaste verwenden. Dazu fragt mich das Gerät zunächst einmal, wähle deine DMX-Startadresse. Das heißt, ich kann jetzt hier letztendlich festlegen, welches ist denn die Feuertaste. In dem Fall mache ich da jetzt ruhig mal die 1. Aber es gibt auch noch einen Safety-Kanal. Diesen Safety-Kanal habe ich jetzt hier zum Beispiel die 24 ausgewählt. Kann ich ja noch entsprechend verändern. Aber ich nehme jetzt mal die 24. Weiter. So, jetzt bin ich im
DMX-Zündmodus drin. Man sieht jetzt auch hier, der Totmann ist jetzt hier noch hinterlegt. Momentan ist er noch aus, weil ich noch nicht scharf geschaltet habe. Ja, und jetzt wähle ich mir hier meinen Startkanal. Wir können auch sagen, wir starten mit der 5. Schalte das Ganze scharf. Und jetzt hat sich hier was verändert. Ich sehe jetzt hier DMX-Empfang und den aktiviere ich. Und jetzt sind hier einige Sachen auf dem Display schwarz geworden. Das heißt, die sind jetzt gesperrt. Genauso auch wie die Pfeiltasten, sondern das geht jetzt nur noch über DMX. Hat den Grund, dass es anders von der Datenmenge, die übertragen, also von der Rechenleistung nicht anders möglich ist. So, ich sehe jetzt hier DMX 512 liegt an. Der Safety ist die 24 und momentan ein X. Der Safety liegt nicht an und Feuer ist der DMX-Kanal 1, liegt momentan auch nicht an. So, jetzt kann ich hier also am DMX-Pult meinen Regler 24 auf den Safety-Wert hochziehen und der liegt bei der Galaxis zwischen 60 und 80%, sprich bei 70%. Man hört es auch, wenn ich da jetzt langsam hochziehe, an so einem Piepston. So, jetzt habe ich den Wert erreicht. Und man sieht jetzt hier auch, statt dem X habe ich jetzt hier ein Häkchen. Ich bin also im richtigen Wert. Wenn ich jetzt hier noch höher gehe, kommt wieder ein Piepston. Und das Ganze ist wieder ausgegangen. Ich gehe noch mal ein bisschen tiefer. Jetzt sehen wir hier wieder Häkchen. Ich gehe noch tiefer aus. Also zwischen 60 und 80%, sprich am besten bei 70, sollte das Ganze stehen. Und jetzt ist quasi hier der entsprechende Flash-Button vom DMX-Kanal 1, gleichzeitig meine Feuertaste. Momentan passiert es zwar, dass ich hier Zündungen auslöse, aber die werden noch nicht freigegeben, weil dazu muss ich jetzt erst noch hier den Totmann drücken und jetzt erst werden die entsprechenden Zündungen dann auch ausgelöst. Ich kann euch den Unterschied noch mal zeigen. Ich habe ja hier meinen Empfänger. Der Empfänger zeigt auch immer an, was er empfängt. Wenn ich jetzt hier einfach auf die Flash-Taste drücke ohne den Totmann, kommt beim Empfänger nichts an. Wenn ich den Totmann gedrückt habe, dann sieht man also jetzt hier auch im Display denjenigen Zündkanal, den er gerade empfangen hat. So, jetzt hatte ich hier das Sternchen drin, das heißt, ich habe automatische Höhen aktiviert. Das wäre jetzt so ein typischer Anwendungsfall, wo ich normalerweise sozusagen eine Ämtertrennung mache. Ich habe also zum einen den DMX-Pult-Operator, der sich um Kunst kümmert, nenne ich es jetzt mal, oder um Timing. Und ich habe den Galaxis-Pult-Operator, der kümmert sich um Sicherheit. Das heißt, nehmen wir jetzt mal ein typisches Beispiel an ein Festival. Dann würde ich mich in der Regel mit meinem PFC entweder in den Graben stellen oder seitlich an die Bühnenkante, wo ich halt dann die Effekte an der Bühnenvorderkante, wo die dann meistens stehen, sehr gut beobachten kann, wo ich die Sicherheitsabstände einschätzen kann. Und das DMX-Pult steht natürlich am FOH, ist also ganz woanders. Der kriegt von mir eine Liste, wo drin steht, Effekt Zündkanal 1 ist das, Zündkanal 2 ist das, Zündkanal 3 ist das. Und dann kann er die einfach in einer von mir festgelegten Reihenfolge, wann er möchte, zu den jeweiligen Songs abdrücken. So, wenn jetzt allerdings die Playlist geändert wird und damit sich auch die Reihenfolge der Effekte ändert, wird schwierig. Und da gibt es jetzt noch einen besseren Zündmodus für, nämlich den nächsten, zu dem wir jetzt kommen. Ich mache erstmal hier das Ganze wieder aus, gehe zurück. Diesmal werde ich beim DMX-Zündmodus nicht die Einzelkanalsteuerung, sondern den Kanal spiegeln. Beim Kanal Spiegel ist es so, bis jetzt hatte ich ja quasi eine Flash-Taste sozusagen als externe Feuertaste. Und jetzt wird es anders. Jetzt kann ich bestimmen, wie viele DMX-Kanäle sollen ausgewertet werden. Bei diesem Pult würden jetzt maximal 24 Sinn machen. So habe ich es jetzt auch eingestellt. Der Safety ist wieder die 24 und die 1 bis 23, also die Flash-Tasten 1 bis 23, entsprechen ja der DMX-Kanälen 1 bis 23, beziehungsweise dem Kanalspiegel, entsprechen diese jetzt den Zündbefehlen 1 bis 23. Das heißt, von den 1000 Zündkanälen, die der Sender aussenden kann, die 1000 verschiedenen, habe ich jetzt immerhin 23 zur Verfügung. Das ist natürlich dann schön, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Flammenanlagen habe, die auf DMX laufen. Da kann ich da entsprechend auch irgendwie Chaser oder sowas drauf programmieren. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also, wir haben hier die Auswertung, DMX-Kanäle auswerten bis Kanal 24 weiter.
DMX Safety Kanal ist wieder, so wie vorhin auch, die 24. Weiter. So. Ich schalte das Ganze scharf. Ich aktiviere den DMX-Empfang. Ich sehe wieder hier DMX 512. Es liegt an. Safety ist momentan noch aus. Ich kann jetzt auch mal das DMX-Pult abziehen. Und dann sieht man gleich hier, DMX-Signal liegt nicht mehr an, eine entsprechende Warnmeldung. Ich stecke das wieder auf. DMX-Signal wieder erkannt. Alles cool. So, und jetzt gehe ich hier auf der 24 entsprechend wieder hoch, bis es piepst. Wir sehen hier wieder das Häkchen. Safety-Kanal ist richtig eingestellt, liegt an. Ja, und jetzt habe ich die Möglichkeit, eben die Zündkanäle 1 bis 23, die Zündbefehle 1 bis 23 auszulösen, indem ich hier die entsprechenden Flash-Tasten in einer beliebigen Reihenfolge drücke. Das heißt, jetzt ist es auch völlig egal, wenn die Band irgendwie ihre Setlist kurzfristig ändert, weil es gibt jetzt hier keine vorgegebene Reihenfolge mehr, die der DMX-Operator anwählen kann, sondern der kann in beliebiger Reihenfolge die ganzen Zündungen auslösen. Das zeige ich jetzt. Ich drücke wieder den Totmann. Jetzt kann ich hier mit den Flash-Tasten arbeiten, zum Beispiel die 6, die 16, die 13, die 3 und so weiter. Ich kann also jetzt hier ganz beliebig in verschiedener Reihenfolge alle 0,3 Sekunden höchstens oder mindestens den nächsten Zündbefehl eben per DMX auf den Sender schicken, und solange er freigegeben wird, wird er dann auch rausgeschickt per Funk an die Empfänger bzw. an die G-Flames. Das war jetzt die zweite Möglichkeit vom DMX-Zündmodus. Und jetzt kommen wir zur dritten und letzten Möglichkeit. Ich verlasse den DMX-Zündmodus wieder, zurück, wähle mich neu ein und wähle diesmal den Keyboard-Zündmodus. Auch im Keyboard-Zündmodus wähle ich wieder meine Startadresse. Das ist in dem Fall wieder die 1 und ein Safety-Kanal, und da werde ich jetzt in diesem Fall mal die 11 nehmen. Weiter. So, was ist das Besondere am Keyboard-Zündmodus? Gerade eben habt ihr schon gesehen, entweder kann ich sozusagen eine Feuertaste festlegen, dann ist die Reihenfolge aber immer noch hier festgelegt durch das, was ich entsprechend in der Galaxis programmiert habe. Die zweite Möglichkeit ist, ich kann jetzt hier schon eine beliebige Reihenfolge ermöglichen mit dem Kanal Spiegel. Aber trotzdem, jetzt gerade bei Flammeneffekten, kann der DMX-Operator jetzt noch nicht festlegen, wie lange Flammen anbleiben sollen. Und genau das ist eben jetzt mit dem Keyboard-Modus möglich. Wie das funktioniert, erkläre ich jetzt gleich im Detail. Ich habe hier jetzt letztendlich insgesamt 10 Flash-Tasten. Diese 10 Flash-Tasten sind die maximale Menge, die übertragen werden können. Das heißt, ich kann jetzt sozusagen die DMX-Kanäle 1 bis 10 verwenden. Der 11. DMX-Kanal ist jetzt mein neuer Safety. Solange, wie ich eine Flash-Taste gedrückt halte, ist der jeweilige Zündkanal unter Feuer. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit am Empfänger, das entsprechend so zu machen, dass eben Zündkanäle für die jeweilige Dauer ausgelöst werden. Das zeige ich euch mal kurz. Und dazu muss ich kurz im Menü was machen vom Empfänger. Das ist was ich eigentlich erst dann später, wenn ich auf den Empfänger eingehe, zeigen wollte. Wir machen es jetzt mal kurz. Das eigentliche Empfängermenü erkläre ich nachher nochmal komplett. Einzige, was ihr für jetzt für den Moment wissen müsst, ich habe jetzt hier im Menü den sogenannten Keyboard-Zündmodus auch beim Empfänger aktiviert. Ja, jetzt gehe ich hier einmal kurz durchs Menü durch. Gut, das Gerät ist jetzt bereit. Man sieht schon, es hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe jetzt hier entsprechend gerade so eine Art Lauflichteffekt, so ein Chaser. Das symbolisiert eben den Keyboard-Zündmodus. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Da sollte ich mal wieder eine Antenne drauf machen. Soweit, so gut. Jetzt schalte ich das Ganze hier wieder scharf. Ich aktiviere den DMX-Empfang. Wir sehen hier wieder, DMX 512 liegt an. Safety ist die 11, ist momentan noch aus. Und was jetzt neu dazugekommen ist, hier steht 1 bis 10. Im Empfänger sehe ich hier jetzt diesen Lauflichteffekt. Und jetzt werde ich als allererstes mal meinen Safety-Kanal
entsprechend hochregeln. Wir sehen jetzt hier, der Safety ist aktiv. Jetzt schalte ich das Ganze scharf, indem ich den Totmann gedrückt halte. Und jetzt habe ich hier 10 Flash-Tasten und so lange, wie ich eine Flash-Taste drücke, leuchtet jetzt auch hier am Empfänger die entsprechende LED, bzw. der Output führt jetzt gerade Strom. Gehen also auch mehrere. Ich kann das hier mal zeigen. Wenn ich hier meine Finger jetzt auf mehrere Flash-Tasten lege, wir sehen also jetzt hier einerseits im Menü vom Empfänger, vom Sender, dass hier jetzt also diese kleinen Häkchen auftauchen, beziehungsweise wir sehen auch hier beim Empfänger, dass die LEDs leuchten. Das heißt, diese Outputs haben jetzt Strom. Jetzt fragt der ein oder andere vielleicht, was bringt mir das denn, wenn der Strom länger drauf ist? Nun, bei elektrischen Anzündern bringt es mir natürlich nichts, weil die gehen los und dann hat sich das Thema erledigt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier Ventilansteuerung mache, zum Beispiel für CO2-Jets, für ähnliche Geschichten, dann macht das durchaus Sinn, auch zum Beispiel für Gasventile, Feuereffekte dergleichen, Flüssigkeitsfeuereffekte, dass ich jetzt eben hier dem DMX-Operator nicht nur die Möglichkeit gebe, selber die Reihenfolge festzulegen, sondern eben auch die Dauer von Flammeneffekten auf die Weise festzulegen. Das war also jetzt die dritte Form von DMX-Zündmodus. Kommen wir zum Timecode-Zündmodus, TC, SMPTE Timecode. So, es gibt hier zunächst einmal so ein paar Timecode-Einstellungen. Ich habe die Möglichkeit zu sagen, wenn der Timecode springt, entweder vorwärts oder rückwärts, dass ich das Gerät entsprechend anpassen soll oder auch eben nicht. Und ich kann ihm auch sagen, ob der Timecode sozusagen intern weiterlaufen soll, wenn er extern nicht mehr anliegt, also wenn er abgebrochen wird, die Verbindung reißt, wie auch immer, oder ob er dann stoppen soll. Ja, des Weiteren gibt es hier noch so einen Testmodus, wo letztendlich ich mir das Ganze mal simulieren lassen kann, wo aber keine Zündungen ausgelöst werden. Und es gibt ganz, ganz wichtig die Möglichkeit, hier eine Offset einzustellen, weil ja normalerweise der Timecode nicht mit 00000 startet, sondern man dann meistens, was weiß ich, zum Beispiel bei einer Stunde oder sowas startet, weil dieser Nullpunkt ja häufig bei einigen Pulten zumindest zu Problemen führt. Bei der Galaxis nicht, aber eben bei anderen Pulten, deswegen vermeidet man sozusagen den Datumssprung normalerweise. Gut, wir gehen in den Zündmodus. Ja, ein Automatikprogramm, das ist hier noch drin von vorhin im Sender und dieses Automatikprogramm, das wird jetzt einfach abgespielt, nur halt eben eingestartet über Timecode. Ich schalte das Ganze scharf. Ja, und momentan liegt noch kein Timecode-Signal an. Das werde ich jetzt ändern. Ich starte jetzt hier mal einen externen Timecode-Geber. Der läuft jetzt hier gerade auch schon durch, wie man sieht, aber momentan werden noch keine Zündungen ausgelöst. Wenn ich jetzt allerdings hier freischalte, jetzt läuft also die Zündung via Timecode. Ich sehe hier auch ganz gut als nächstes ist die 12, die wird bei 19 Sekunden und 16 Millisekunden ausgelöst oder 16 Hundertstel und ja, hier kann ich also sehen, wo der Timecode gerade ist. Dementsprechend, wie das Delay runtergeht, also all solche Sachen kann man hier sehen. Ist eigentlich echt eine sehr komfortable Geschichte. Ja, und so viel mehr kann ich zum Timecode eigentlich gar nicht erzählen. Ich habe jetzt übrigens auch schon meinen internen Timecode, meinen externen Timecode wieder ausgemacht. Das, was momentan hier gerade noch weiterläuft, ist komplett jetzt der Backup-Timecode innerhalb des Gerätes, aber auch den werde ich jetzt ausmachen. Gut. Und damit würde ich sagen, haben wir jetzt wirklich das komplette Menü erklärt. Sowohl alle 4 Zündmodus-Geschichten wie auch Fernabfrage, Fernprogrammierung. Reichweitentest haben wir noch nicht. Den machen wir noch ganz kurz zum Schluss. G-Flame-Fernzugriff gibt es, wie gesagt, ein separates Video. Und die zweite Seite hatten wir auch schon komplett. Was ist der Reichweitentest? Es gibt ja bidirektionale und unidirektionale Geräte. Bidirektionale Geräte heißt, die Empfänger, die können entsprechend auch antworten. Insofern, wenn man mit bidirektionalen Geräten arbeitet, braucht man diesen Reichweitentest eigentlich gar nicht mehr. Das ist eher noch so ein Relikt aus den Tagen der Profiserie. Da war es so, dass der Sender wirklich nur senden konnte, die Empfänger nur empfangen konnten. Das heißt, die konnten keine Rückmeldung geben. Wie ist denn jetzt eigentlich die Reichweite, was kommt bei mir noch an? Und da gibt es dann 2 Möglichkeiten. Zum einen kann man einen Reichweitentest senden. Dazu sollten natürlich die Empfänger auf den Positionen stehen, wo sie später in der Show stehen. Der Sender ebenfalls auf der Position, damit man den Originalabstand, die Originalbedingungen hat.
dann schickt man dieses Timecode-Signal, dieses Reichweitentestsignal. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man hat eine zweite Person, die steht dann an den jeweiligen Empfängern, guckt aufs Display und sagt, ja, hier kommt noch 60% an. Wenn man alleine ist, dann kann man natürlich nicht gleichzeitig am Sender da drauf drücken und am Empfänger aufs Display gucken. Und deswegen speichern die dann auch sich den letzten Reichweitentest ab. Und dieses letzte Testergebnis, das kann man dann später von Gerät zu Gerät gehen, sich das überall am Gerät anschauen. Genau das wollen wir jetzt mal machen. Wenn ich hier diese Taste Reichweitentest drücke, dann sagt er mir hier, die Empfänger zeigen jetzt die Restreichweite in Prozent an. Wenn wir hier ins Display reingucken, dann sehen wir hier also, der zeigt jetzt 99% an. Jetzt nach ein paar Sekunden ist das Ganze wieder beendet. Ich kann das Ganze nochmal machen. Reichweitentest, jetzt geht es wieder an. Er zeigt mir hier also seinen Wert an. Der ist natürlich jetzt top, obwohl ich die Antennen runter habe. Und eine zweite Geschichte passiert noch. Ich kann nämlich hier an den LEDs auch was sehen. Nämlich zum einen sehe ich, ob die LEDs Durchgang haben, also ob die Effekte Durchgang haben, die da angeschlossen sind. Des Weiteren sehe ich, ob die Outputs programmiert sind. Also Durchgang heißt gelb, Output programmiert heißt blau und wenn Output plus Delay programmiert ist, dann wird das Ganze grün. Schauen wir uns das Ganze hier nochmal an. Im ersten Moment sind sie erstmal aus. Jetzt würden sie Durchgang anzeigen, wenn sie Durchgang hätten. Und dann nach der Hälfte der Zeit werden sie blau, sofern ich eine Output-Programmierung habe. Und erinnert euch, vorhin hatte ich hier noch eine Delay-Programmierung für meinen Stepper. Dementsprechend sind die dann lila. Ich kann auch gerne nochmal das Ganze zeigen mit einer Durchgangsprüfung. Dazu werde ich jetzt hier einfach auf einen der Outputs den Magnetstift wieder drauflegen. Das führt dann dazu, dass ich da so einen kleinen Kurzschluss mache. Und wenn ich jetzt Reichweitentest drücke, dann sieht man jetzt hier schon, der leuchtet, ist grün, nicht gelb, habe ich vorhin falsch gesagt. Ja, jetzt kommen eben die anderen noch mit dazu. Jetzt kann ich nochmal hier hinten einen machen, der Durchgang hat, obwohl er nicht programmiert ist. Gucken, was der für eine Farbe hat, hat auch nur grün. Ja, und damit haben wir jetzt wirklich alle Funktionen, die der Sender drauf hat, in diesem Video gezeigt. Das wird auf jeden Fall ein langes Video. Vielleicht müssen wir auch mehrere Teile draus machen. Als letzten Punkt auf meiner Liste zum Thema Einführung in die Advanced-Serie würde ich jetzt noch mal so ein bisschen auf das Menü hier vom Empfänger eingehen. Also zum Empfänger. Ich lege den mal hier hin, dann kann man hier ganz gut das Display abfilmen. Ich denke mal, hardwaremäßig haben wir eigentlich alles schon erklärt. Eine Geschichte, die wir noch nicht erklärt haben, ist hier Sleep Mode. Und da sage ich auch gleich dazu, das würde ich gerne verschieben auf das Video vom Black Edition Sender. Weil der Black Edition Sender, der hat nämlich bei uns hier auch schon die entsprechende Software im Sender mit dazu dabei. Und dann kann ich das Ganze auch bidirektional zeigen. Insofern hier nur kurz die Erklärung. Sleep Mode ist die Funktion, dass man das Gerät eben nicht nur ausschalten kann, also fern abschalten kann, sondern man kann es auch in so einen Sleep-Modus versetzen und dann eben wieder zu gegebener Zeit aufwecken. Wofür man das braucht, wie das funktioniert, dazu später. Einziger Punkt, den ich hier noch erwähnen möchte dazu, ist, das Ganze ist nicht nur eine reine Software-Geschichte, die man dazu kaufen muss, sondern es ist auch eine Hardware-Geschichte. Insofern, also wer alte Advanced-Empfänger hat, die diesen Button hier vorne drauf nicht haben. Man kann es leider nicht nachrüsten bzw. nicht freischalten. Das funktioniert hier leider nicht. Man braucht also entsprechend neue Geräte. Gut, jetzt aber erstmal zum Menü vom Empfänger. Um den anzuschalten, da gibt es hier hinten also auch nochmal einen Sensor für Magnetstifte, genauso wie es dann die 3 da vorne gibt. Wenn ich hier hinten drauf gehe, dann gibt es so ein Schweinchen-Quiekgeräusch. Und das Gerät fährt sich hoch. So, er ist an und zeigt hier am Anfang kurz, welche Softwareversion er hat. Des Weiteren noch ein paar andere Infos, was er so an Zusatzsoftware und sowas hat. Ihr habt auch gerade eben gesehen, es kam so ein kurzes und diese Geschichte mit dem Feuchtigkeit, 30% überschritten. Das ist, weil ich ja vorhin die Feuchtigkeitsklappe einmal, also die Verschraubung einmal geöffnet habe, um das zu zeigen. Dadurch ist ein bisschen Luftfeuchtigkeit rein ins Gerät und nach ein paar Stunden ist es wieder weg. Wenn ich nur so kurz irgendwie da dran komme, dann geht zwar kurz das Hintergrundbeleuchtung an, aber ich bin noch nicht im Menü. Um ins Menü reinzukommen, muss ich einmal für eine Sekunde auf Mode kommen. So, jetzt nach einer Sekunde ist er im Menü drin.
wir sind jetzt beim ersten Menüpunkt. Ganz wichtig, sobald ich im Menü bin, werden keine Zündbefehle mehr ausgeführt, die das Gerät per Funk bekommt. Und auch sonst ist er nicht mehr erreichbar, also für Fernabfragen etc. Das bedeutet, ganz, ganz wichtig, wenn ihr irgendwo im Menü seid, müsst ihr das Menü wieder verlassen, sodass ihr auf den Startbildschirm kommt. Dann erst könnt ihr wieder per Funk mit dem Gerät kommunizieren. Das ist ein Fehler, der sehr viele Leute am Anfang machen, dass sie eben das Gerät irgendwo im Menü stehen lassen und sich dann bei der Show wundern, warum das Gerät auf einmal nicht mehr funktioniert. So, ja, er fragt jetzt hier, möchtest du mich ausschalten? Ich kann also nicht nur fernab schalten, sondern ich kann auch ausschalten direkt am Gerät. Und dazu muss ich jetzt wieder hier oben auf den Magnetsensor drauf gehen. Ja, ansonsten, was die LEDs bedeuten, das habe ich ja schon mal gezeigt im Video vorhin auch. Also wenn ich hier Ladestrom anliegen habe, wird das Ganze grün. Wenn er an ist, tut er blau blinken. Wenn ich im Menü bin, tut er blau leuchten. Also wenn er nicht blinkt, sondern leuchtet, kann ich auch aus größerer Entfernung sehen, dass dieses Gerät auf jeden Fall im Menü steht. Des Weiteren, wenn er grün leuchtet und zwischendurch blau blinkt, dann ist er sowohl am Ladestrom wie auch angeschaltet. Jetzt machen wir einfach nochmal an. Ich sehe übrigens, dass Stepper Terminal installiert ist. Und man sieht jetzt hier diesen Balken, der da hin und her läuft. Dieser Balken ist letztendlich das Zeichen dafür, dass das Gerät empfangsbereit ist. Des Weiteren gibt es hier im Menü auch nochmal so ein paar Standardwerte, die er hier abwechselt, also ein paar Standardinfos, die er mir abwechselnd anzeigt. Zum einen, ich sehe hier in der oberen Zeile immer die Gerätenummer. Das hier ist momentan Gerätenummer 1. Ich kann bis zu 999 verschiedene Gerätenummern vergeben. Ich sehe hier unten drunter im Wechsel immer, die Masse ist gemeinsam geschaltet. Das Gerät ist in Gefahrenzone A, die momentan aktiv ist, deswegen die Häkchen. Es ist momentan auf 10 Outputs eingestellt und dann gehen die Infos wieder von vorn los. So, jetzt möchte ich ins Menü rein. Für eine Sekunde Mode. Den Punkt ausschalten, den hatten wir schon. Deswegen gehe ich jetzt auf den nächsten Punkt. Das kann ich entweder mit dem Pfeiltasten machen oder wieder mit Mode. Geht es mit dem Pfeiltasten? Ja. So, nächster Punkt wäre jetzt Akkukapazität. Und das ist jetzt genau gleich wie beim Sender auch. Es gibt also zum einen die Akkukapazität, zum anderen die Akkuleistung. Was das ist, habe ich ja vorhin jeweils erklärt. Hier wird mir also angezeigt, Akkukapazität liegt bei 95%, also er ist zu 95% geladen und Akkuleistung 99%, also der Akku ist brandneu und hat noch seine fast 100% seiner Leistungsfähigkeit. 100% kann er übrigens nicht anzeigen, also 99 ist quasi der höchste Wert. Nochmal Mode. Hier sehe ich jetzt die Ruhefeldstärke, also wie viel Traffic sich sozusagen messen lässt auf dieser Frequenz, auf der das Gerät jetzt eingestellt ist. 0%, das sind natürlich jetzt perfekte Bedingungen. Da brauchen wir uns also keine Sorgen machen. Das nächste ist letztes Reichweitentestergebnis. Vielleicht erinnert man sich noch, ich habe vorhin auch beim Sender mal den Reichweitentest gemacht. Jetzt war das Gerät zwischendurch ausgeschaltet, deswegen hat er das letzte Reichweitentestergebnis vergessen. Hätte ich das Gerät angeschaltet und hätte den Reichweitentest gemacht und würde anschließend ins Menü gehen, dann würde jetzt hier eben eine Prozentzahl stehen vom letzten Ergebnis, was er sich gemerkt hat. Nächster Punkt ist jetzt, möchtest du ins Untermenü? Ja oder nein? Zum Untermenü kommen wir gleich. Ich würde es jetzt für den Moment erstmal außen vor lassen. Das heißt, ich gehe auf Nein. Ich könnte auch auf Mode gehen, das wäre dann auch quasi ein Nein. Und dann fragt er mich als nächstes, möchtest du die Output-Programmierung ändern? Da gibt es jetzt hier mehrere Möglichkeiten. Entweder nicht ändern, sprich einfach ich gehe weiter. Zweite Möglichkeit, ich editiere das Ganze. Das kann ich auch über den Controller per Funk machen, habe ich vorhin gezeigt. Ich kann es theoretisch gesehen auch mit dem Modem und der entsprechenden Software über einen PC machen. Oder ich kann die Output-Programmierung eben hier direkt am Gerät editieren. Das werde ich gleich zeigen. Es gäbe hier noch einen weiteren Punkt, nämlich möchtest du die Output-Programmierung löschen, also sprich alle Outputs erstmal wieder auf 0 setzen, alle Delay-Zeiten ebenfalls. Oder der letzte Punkt, Kanal fortlaufend programmieren. Komme ich auch gleich drauf. So. Danach geht es wieder von vorne los. Nicht ändern käme ich jetzt zum nächsten Menüpunkt. Ich werde jetzt am Anfang auch erstmal komplett durchs ganze Menü durchgehen, einfach, dass man mal eine Übersichtlichkeit hat. Nach der Output-Programmierung
kommt als nächstes die Terminal-Programmierung. Auch hier habe ich wieder verschiedene Geschichten, komme ich später drauf. Danach kommt ein LED-Test, komme ich auch später drauf. Und dann ist das Hauptmenü damit auch schon wieder beendet. Und das Gerät ist jetzt wieder in den empfangsbereiten Zustand gesprungen. Wenn ich an irgendeinem Punkt vom Menü merke, Mist, jetzt habe ich zu weit geklickt oder bin ich zu weit gesprungen, dann habe ich keine Möglichkeit zurückzugehen. Ich muss dann durchs ganze Menü durch, bis es wieder von vorne losgeht. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Wir gehen für eine Sekunde auf Mode, sind im Hauptmenü, springen jetzt durch das Hauptmenü durch bis zu dem Punkt Untermenü aufrufen. Wir wählen wieder Nein und wir waren jetzt hier bei der Output-Programmierung direkt am Gerät. Und die möchte ich jetzt als allererstes mal löschen, sprich ich nehme die alte Output-Programmierung erstmal raus, bevor ich eine neue mache. Ich gehe auf Mode und er fragt mich, sind Sie sicher? Ja, bin ich. Ich möchte das Ganze löschen. Er sagt kurz, bitte warten. Und der Speicher vom Gerät wurde jetzt gelöscht. Jetzt möchte ich das Ganze neu programmieren. Dazu wähle ich mir hier den Button Editieren. Und jetzt sind wir im Programmiermenü. Wir sind jetzt momentan beim Output Nummer 1, also beim ersten hier. Das sieht man auch ganz gut daran, dass jetzt hier der Output Nummer 1 rot leuchtet. Das heißt, der wird jetzt programmiert. Und ich habe hier C für Channel. Das heißt, hier geht es jetzt um den Zündkanal, den ich hier programmiere. Und ich habe hier unten drunter D für Delay, momentan 0,00 Sekunden Delay. Hier in der Klammer, der viereckigen mit dem Ohmwert, steht momentan nichts, weil er eben keinen Ohmwert messen kann, was daran liegt, dass hier nichts angeschlossen ist. Das können wir aber ändern. Ich hole mal kurz ein Glühbirnchen. Läuft's wieder? So, ich habe hier jetzt mal so eine Testglühbirne. Die stecke ich da einfach mal auf, um einen elektrischen Anzünder zu simulieren. Und ja, momentan stehen diese Pfeiltasten rauf runter hier bei dem Output. Das heißt, ich kann jetzt hier auch die Outputs entsprechend entlang springen. Wenn wir hier oben gucken, dann sieht man hier auch ganz gut, dass das jeweils weiterspringt auf den nächsten Output und dann fängt er wieder an bei 1. Es geht natürlich auch in die andere Richtung. Kann ich also hier in beide Richtungen mir entsprechend den Output wählen. So, wenn ich jetzt einmal auf Mode gehe, ist er weitergesprungen mit den Pfeiltasten. Jetzt bin ich beim Zündkanal. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, den ersten Output möchte ich auf den Zündkanal 10. Das kann ich jetzt entweder machen, indem ich hier 10 Mal draufklicke. Es gäbe aber auch eine andere Möglichkeit, nämlich ich kann hier einfach dauerhaft draufbleiben. Dann macht er das erst langsam und dann wird er nochmal schneller. Jetzt bin ich auf jeden Fall schon viel zu weit, ich wollte es dir nur zeigen. Wir gehen wieder runter bis auf die 10. So. Nochmal auf Mode und er springt nach unten auf das Delay. Jetzt könnte ich hier noch eine Verzögerung eingeben, werde ich für den Moment erstmal nicht machen. Wenn ich es machen möchte, dann kann ich hier also in Hundertstel Sekunden das Ganze entsprechend verzögern von 0,01 Sekunde bis maximal 99,9 Sekunden. Auch ganz interessant, es hat sich jetzt hier was geändert bei der Widerstandsmessung. Wir haben nämlich hier jetzt die LED angesteckt und diese LED bzw. dieses kleine Glühbirnchen hat also einen gewissen Widerstand. Den kann ich jetzt hier sehen. Das sind so 17, 18 Ohm. Wenn ich das Ganze ausstecke, geht die Widerstandsmessung auch wieder runter. Gut, das wäre also jetzt der erste Output. Wenn ich jetzt nochmal auf Mode gehe, dann ist er sozusagen wieder an die erste Stelle gesprungen und hat mir gleichzeitig den Kanal, also den Output, 1 nach oben gelegt. Das heißt, ich könnte jetzt hier wieder sagen, den zweiten möchte ich zum Beispiel auf die, ja, machen wir mal irgendwie die 18. Und dieses Mal würde ich jetzt auch ein Delay programmieren, bei dem ersten noch nicht, sondern den nächsten Output, den Output 3, lege ich auch wieder auf die 18. Dieses Mal aber mit einer Zehntelsekunde Delay. Und damit es noch ein bisschen mehr wird, mache ich das Ganze noch mit einem weiteren Output. Auch hier wieder die 18.
und dieses Mal 2 Zehntelsekunden Delay. So kann ich mich also hier durch die Outputs durchprogrammieren. Wenn ich dieses Menü wieder verlassen möchte, gehe ich wieder für 1 Sekunde da drauf. Bin jetzt wieder einen Menüpunkt sozusagen nach oben gesprungen. Wir haben hier wieder Output-Programmierung nicht ändern oder wieder editieren oder löschen oder fortlaufend programmieren. Das würde ich jetzt als letztes nochmal zeigen. Und zwar fortlaufend programmieren heißt, ich gebe einfach dem ersten Output eine Startnummer und alle weiteren kriegen jeweils die darüber liegende Nummer. Also zum Beispiel Mode von 1 bis 10 wäre das einfachste oder halt von 2 bis 11, von 3 bis 12 und so weiter. Kann ich also jetzt hier zum Beispiel sagen, ich möchte von 11 bis 20. Mode, sind Sie sicher? Ja. Und jetzt werden hier halt die ersten 10 Outputs, also alle 10 Outputs fortlaufend programmiert. Und alle Delays hat er mir jetzt auf 0 gestellt. Das ist was, das macht jetzt hier in diesem Modus noch nicht so viel Sinn, aber wenn wir später mal eine Matrix raufstecken, sodass wir 100 Outputs haben oder 50 oder ähnliches, dann macht es schon eher Sinn. Gut, das war also der Menüpunkt Output-Programmierung ändern. Ich gehe Menü 1 weiter auf Terminal-Programmierung ändern und das ist etwas, das möchte ich jetzt nicht erklären, sondern dafür werden wir ein eigenes Video machen, wo wir dann speziell das ganze Thema Terminal erklären, zusammen auch mit dem Thema Interfaces. Gut, das wäre jetzt hier der Test der Ausgänge. Das werden wir jetzt einmal machen. Ich gehe auf Ja. So, jetzt wird mir zum einen gezeigt, wenn ich grün bin, habe ich einen Widerstand von unter 30 Ohm. Wenn er blau ist, dann heißt es, dass eine Kanalprogrammierung vorliegt. Und wenn er rot ist, heißt es, eine Delay-Programmierung vorliegt. Wenn er magenta ist, dann heißt es, eine Kanal- und Delay-Programmierung vorliegt. Das heißt, er wechselt jetzt hier mal hin und her. Ich sehe, der eine Output, der wirklich was angeschlossen hat, der also zwischen 0 und 30 Ohm liegt, der wird zwischendurch mal wieder grün. Die anderen auch. Und die blinken jetzt hier blau, weil eben bei diesen Outputs eine Kanalprogrammierung vorliegt. Wenn sie jetzt lila blinken würden, dann hätten sie auch noch ein Delay hinterlegt. Wenn ich jetzt hier das Ganze entsprechend wechsle, dann ist jetzt der andere, der grün blinkt. Also damit kann ich jetzt am Gerät selber, ohne dass ich mich durch irgendwelche Menüs durchklicken muss und irgendwelche Ohmwerte mir anschauen kann und Einzelprogrammierungen anschauen kann, einfach nochmal ganz schnell checken, habe ich wirklich überall Durchgang, beziehungsweise habe ich da, wo ich Durchgang habe, auch entsprechend eine Kanalprogrammierung, eine Zündkanalprogrammierung hinterlegt, beziehungsweise vielleicht auch eine Delay-Programmierung hinterlegt. Wenn ich jetzt einen habe, der zwar blau oder lila leuchtet, aber wo nichts angeschlossen ist, dann ist das im Normalfall irgendwas schief gelaufen, weil ein Output, der ins Leere gezündet wird, der bringt mir in meiner Show natürlich nichts. Jetzt im Moment zum Testen ist mir das aber reichlich wurscht. Das ist also diese Funktion. So, als nächstes haben wir das Menü wieder verlassen und sind jetzt wieder empfangsbereit. Das war also erstmal das Menü ohne Untermenü und zum Untermenü kommen wir jetzt. Ich gehe wieder ins Menü rein, klicke mich wieder durch die Menüpunkte durch, bis zu dem Punkt, wo er mich fragt, möchten Sie das Untermenü aufrufen, ja oder nein. Und jetzt gehen wir ins Untermenü und haben da noch mal ein paar speziellere Funktionen. Zum einen kann ich mit Untermenü ihn fragen, kann ich die Sprache wechseln, mit der das Gerät arbeitet. Anders als beim Sender, wo es 8 verschiedene Sprachen gibt, gibt es allerdings hier nur Deutsch und Englisch. Die 2 kann ich auswählen. Der Einfachheit halber bleiben wir jetzt hier bei Deutsch. Das nächste ist, ich kann einen Code hinterlegen. Mit diesem Code kann ich dann das Untermenü sperren, sodass Mitarbeiter zum Beispiel nicht daran rumfummeln können, sondern dass gewisse Funktionen nur sozusagen von jemand, der berechtigt ist, geändert werden können. Das mit dem Code werde ich jetzt nicht machen. Ganz wichtige Info, solltet ihr aus irgendeinem Grund mal das aktiviert haben und wisst den Code aber nicht mehr, den ihr da eingestellt habt. Es gibt die Möglichkeit, beim Starten auf Mode zu drücken
und dann wird das Gerät euch fragen, ob ihr die Grundeinstellungen setzen wollt. Das können wir jetzt gleich mal machen am Ende des Videos und dann werdet ihr sehen, dass ihr auf die Weise auch den Code wieder ändern könnt. Ansonsten es gibt auch so einen Mastercode, mit dem man das Ganze wieder entsperren kann. Dazu kriegt ihr dann, falls erforderlich, auch entsprechend Telefonsupport von uns. Gut, also für den Moment, nein, möchte ich nicht. Der nächste Punkt, ich kann hier die Gerätenummer ändern. Jedes Gerät braucht ja eine eigene Gerätenummer, damit es eben auch angesprochen werden kann im bidirektionalen Verfahren. Wenn jetzt mehrere Geräte die gleiche Gerätenummer haben, dann haben die sozusagen denselben Namen, sprich wenn sie gerufen werden, antworten beide. Und wenn zwei reden gleichzeitig, ist es immer schwierig, den richtigen zu verstehen. Das führt also zu entsprechenden Störungen. Deswegen ganz wichtig, wenn ihr mehrere Geräte im Einsatz habt, gebt denen bitte immer verschiedene Gerätenummern. Die müssen nicht fortlaufend sein, aber sie müssen auf jeden Fall verschieden sein, sonst kommt es zu Problemen. Ich kann also jetzt hier entsprechend mit den Gerätenummern raufgehen. Ich kann theoretisch gesehen auch sagen, ich möchte keine Gerätenummer vergeben. Dann arbeitet das Gerät allerdings nur noch unidirektional, sprich es kann nicht mehr zurückantworten, weil es ja keinen Namen hat. Und das Ganze geht wie gesagt hoch bis zu 999, also annähernd 1000 Geräte könnt ihr verwenden. Wir bleiben jetzt einfach mal bei Geräte Nummer 1. Nächster Menüpunkt. Die Ansteuerung könnt ihr hier auswählen, ob die per Funk oder per Kabel erfordern soll. In der Regel, wenn ihr jetzt keine LEMO-Kabel verlegt habt, werdet ihr eigentlich immer bei per Funk bleiben. Und dann gibt es die Möglichkeit, die Betriebsart zu ändern. Es gibt zum einen den Betrieb mit 10 Outputs oder man kann das Ganze auf Matrix-Betrieb stellen, dann habe ich 100 Outputs. Dazu wird es auch ein eigenes Video geben. So viel möchte ich vorab kurz einmal zeigen, wie es nämlich funktioniert. Wir haben ja hier diese 10 Outputs. Dann gibt es die sogenannten Matrix-Module. Da gibt es verschiedene von. Die Matrix-Module sind letztendlich hier solche Platinen in Silikon eingeschweißt. Die kann ich jetzt hier entsprechend aufsetzen. Steckt das drauf und jetzt habe ich aus 10 Outputs 100 gemacht. Wie das genau technisch funktioniert, wie das möglich ist, das erkläre ich dann in einem separaten Video zum Matrix-Modul. Nachdem wir das außen vor lassen wollen, jetzt für den Moment, werde ich jetzt auch wieder zurückwechseln auf den Betrieb mit 10 Outputs. Nächster Menüpunkt, die Masse. Die Masse, also sozusagen der Minuspol, die kann ich entweder für jeden Output einzeln schalten oder ich kann sie für alle Outputs zusammenschalten. Das ist insbesondere bei der Verwendung von Interfaces wichtig. Dazu kommen wir allerdings auch in einem separaten Video, wenn ich Interfaces und Terminal-Funktionen erkläre. Ich habe also hier die Möglichkeit, gemeinsame Masse oder einzelne Masse zu schalten. Ich lasse es für den Moment mal auf der gemeinsamen Masse. Gut. Nächster Menüpunkt, der sogenannte Keyboard-Zündmodus. Wir haben ja schon zu Beginn dieses Videos uns auch über DMX-Zündung unterhalten und bei der DMX-Zündung gibt es ja unter anderem auch den Keyboard-Zündmodus, den ich dann hier im Sender bzw. im Controller einstelle und dann halt am DMX-Pult entsprechend so lange, wie ich mit einer Flash-Taste oder ähnlichem Strom auf einen Output gebe oder das DMX-Signal aussende, liegt dann auch hier Strom an. Dazu ist es halt wichtig, dass dieser Keyboard-Zündmodus entsprechend aktiviert ist. Jetzt für den Moment lasse ich auch den erstmal aus. Der nächste Punkt ist dann die Funkkanalwahl. Ich kann den Funkkanal entweder bidirektional über den Controller ändern, das habe ich bereits gezeigt, oder ich kann eben auch hier am Gerät den Kanal ändern und hier sehe ich auch jeweils unten, welcher Funkkanal welcher Frequenz entspricht. Wir bleiben hier jetzt mal bei der 62. So, der nächste Punkt ist, ich kann festlegen, in welcher Gefahrenzone das Gerät steht. Ich kann also hier entsprechend die Gefahrenzonen auswählen. Das geht bis P und dann geht es wieder bei A los. Dahinter sehe ich hier das Häkchen, was mir zeigt, dass diese Gefahrenzone momentan aktiv ist. Akustische Signale, das sind auf gut Deutsch diese Piepstöne, die das Gerät macht. Die kann ich hier ein- und ausschalten.
Manchmal zum Beispiel auf der Bühne oder bei Dreharbeiten oder sowas können die Piepstöne vielleicht auch ein bisschen stören. Dann kann ich die ausmachen. Ich lasse sie immer ganz gerne an, weil ich einfach so zusätzlich zur Haptik, die mir halt bei so einem Magnetstift ein bisschen abgeht, eben noch ein akustisches Signal habe, dass ich besser sehe oder besser merke, wann ich einen Sensor wirklich getroffen habe. Also lassen wir jetzt an. Dann haben wir die optische Betriebsanzeige, sprich hier optische Betriebsanzeige, das sind hier oben die LEDs. Auch die kann ich ausschalten. Ist manchmal notwendig, wenn das Gerät zum Beispiel auf der dunklen Bühne steht und ich möchte halt nicht dieses blaue Blinken oder sowas haben, habe ich die Möglichkeit, das hier auszumachen im Menü. Danach kommt die Displaybeleuchtung, die haben wir jetzt hier. Da habe ich 3 Auswahlmöglichkeiten, entweder Auto und gedimmt, sprich die Displaybeleuchtung ist mal mit 10% an und sobald ich irgendwie mit dem Magnetstift hier rankomme, im Menü was arbeite, geht sie hoch auf 100%. Das wäre also quasi automatisches heller werden und ansonsten gedimmt. Die zweite Möglichkeit ist, sie ist komplett aus und geht nur an, wenn ich ins Menü reingehe, oder sie ist immer aus. Das ist die stromsparende Möglichkeit, wobei diese LED, diese Hintergrundbeleuchtung nicht wirklich viel Strom frisst, also kann man eigentlich auch anlassen. So. Das ist eine sehr wichtige Funktion, nämlich automatische Abschaltung, wenn der Akku unter 10% fällt. Bleigel-Akkus haben es nicht sehr gerne, wenn man sie tief entladen tut. Jetzt passiert es natürlich hin und wieder mal, dass man vielleicht das Gerät irgendwie nach dem Job in sein Case packt und vergisst es auszuschalten. Und wenn das Gerät sich jetzt tief entladen würde, bräuchte ich sehr schnell einen neuen Akku. Damit das nicht passiert, als Schutzfunktion habe ich eben die Möglichkeit, hier das zu aktivieren, dass das Gerät, wenn es unter 10% fällt, sich auch ausschaltet. Es gibt auch manchmal Anwendungsfälle, wo man sagt, nee, die Show geht jetzt über alles und wenn mich die Show halt meinen Akku kostet, dann ist das so. Da gibt es eben auch Kunden, die schalten diese Funktion dann aus. Ich persönlich lasse sie immer sehr gerne an, weil es einfach die Akkus auf jeden Fall schont. So. Die Temperatur im Gerät liegt momentan bei 18 Grad. Das mag jetzt dem einen oder anderen ein bisschen wie eine unnötige Spielerei vorkommen. Ist es aber nicht, denn ihr erinnert euch, es gibt ja einen Feuchtigkeitssensor da drin und die Feuchtigkeit wiederum, um die richtig einordnen zu können, ist es erforderlich, dass man sie ins Verhältnis zur Temperatur setzt und deswegen gibt es halt hier auch im Gerät einen Temperatursensor. Dann kommen wir zu den Temperatursicherungen. Die kann ich auch fernab fragen. Das ist was ich schon mal erklärt hatte, auch beim Menü vom Controller. In den 4 Ecken gibt es hier mit 4 Sternchen dargestellt eben 4 Temperatursensoren. Sollte das Gerät jemals überhitzt worden sein an einer der 4 Ecken, dann wird hier das entsprechende Sternchen fehlen. Das heißt, da sehe ich, dass das Gerät eventuell innen drin irgendwie beschädigt ist. Und dann sollte ich es auch nicht weiterverwenden, sondern soll es zum Hersteller schicken zur Kontrolle. Die relative Feuchtigkeit im Gerät ist mittlerweile okay. Also man sieht, es hat ganz gut funktioniert, dass jetzt hier das Trockenmittel wieder die Feuchtigkeit rausgesaugt hat und das Gerät mittlerweile wieder einsatzklar ist. So, Lampentest. Der Lampentest ist eine Funktion, wo ich einfach meine LEDs testen kann, ob die alle funktionieren. Wir gehen mal auf Ja. Test läuft und jetzt zeigt er mir hier also an, er tut erstmal alle LEDs einzeln in allen Farben, die er so hat, blinken lassen. Zeigt mir also, dass die alle funktionieren und dann sagt er mir weiter mit Mode. LED-Test beendet. So, dann kann ich eine Akkumessung machen. Das ist ein recht langwieriges Verfahren. Dazu muss das Gerät am Ladestrom hängen. Es wird sich quasi selber entladen, wieder neu laden und testet dann letztendlich, wie voll ist der Akku, also wie leistungsfähig ist der Akku noch. Sollte man, ja, ich sag mal, einmal im Jahr oder sowas halt mal machen, wenn man wissen will, ob es dem Akku wirklich noch gut geht. Jetzt für den Moment geht mir das zu weit, überspringe ich. Gut. Ereignisspeicher einlesen. Es gibt einen Ereignisspeicher, das heißt, das Gerät speichert zum Beispiel ab, wann welcher Output ausgelöst hat, wie was programmiert war, etc. Diese ganzen Geschichten, die werden also alle abgespeichert und wenn man hinterher irgendwie versuchen will, noch einen Fehler zu finden, dann kann man diesen Speicher einlesen und kann dann entsprechend da sich noch Infos rausholen. Werden wir jetzt für den Moment auch mal überspringen. Und dann gibt es jetzt hier noch den letzten Punkt vom Untermenü, nämlich möchtest du das Untermenü sperren, sprich möchtest du, dass dieser Code, den man da vorne ändern könnte, ganz am Anfang vom Untermenü,
dass man den jetzt aktiviert. Das möchte ich nicht machen, weil sonst müsste ich jedes Mal eine eingeben, wenn ich ihn denn brauche. Insofern, das lassen wir auf Aus. Aus heißt Nein, sprich einfach weiter. So, und ab jetzt sind wir aus dem Untermenü draußen, sind wieder im Hauptmenü und diesen Punkt, den kennt ihr bereits. Ich habe das Menü verlassen. Jetzt gehe ich nochmal für eine Sekunde auf Mode, schalte das Ganze aus. Er hat seine eigene Speicher gesichert und ist jetzt ausgegangen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, man kann das Gerät auf Grundeinstellung setzen, wenn man es beim Einschalten auf Mode drückt. Das mache ich jetzt mal. Ich gehe auf Mode und während er hochfährt, drücke ich hier gleich auf Mode. Und jetzt fragt er mich hier, Grundeinstellung setzen, ja, nein. Ja, jetzt ist das Gerät quasi wieder sozusagen auf Werkszustand. Gut, damit haben wir jetzt eigentlich ganz gut, denke ich mal, so eine Einführung in die Advanced Serie gemacht. Wir haben uns hinreichend sowohl mit dem Controller wie auch mit dem Empfänger beschäftigt. Alles, was ich jetzt hier übersprungen habe, das kommt dann in weiteren Spezialvideos zu einzelnen Anwendungsmöglichkeiten. Die nächsten Videos kommen in Kürze.